Mein Name ist Georg Schmitz. Ich bin seit 1997 beim Verein und leite seit 2014 die Abteilung Greenkeeping. Ich frage dann, wer möchte was machen, und du hast immer mal einen, der macht da was nicht gerne, aber der muss dann irgendwann auch mal dran. Ne? Aber im Endeffekt geht das immer auf. Ja, die erste Tätigkeit war zu gucken, ob morgens früh um 4 Uhr wirklich Wasser läuft. Ne? Weil dem Beregnungssystem kann man zwar vertrauen, aber sicher ist sicher. Wenn du heute so Temperaturen hast wie 26 Grad, dann braucht der Platz vorher 2 Liter Wasser pro Quadratmeter. Und du brauchst auch 2,5 Stunden, damit der komplett beregnet wird. Das heißt, es ist so, dass du keine Zeit mehr hast im Tagesablauf, den noch zu beregnen. Im Großen und Ganzen war ja gestern Training hier drin, intensives Training, aber mit wenig Beschädigung, weil der Platz eben ziemlich scherfest ist. Ja, jetzt ist auch die beste Jahreszeit, Temperatur und Wachstum ist da, wir brauchen kein zusätzliches Licht ergänzen und die Pflanze ist absolut vital. Man kann mal sehen, wenn man hier drauf tritt und ich nehme den Fuß jetzt wieder weg, wie das Gras langsam wieder aufsteht. Früher wurde gemäht und gedüngt und vielleicht mal zwischendurch beregnet und das war's. Ich sag mal, heute haben wir super Plätze. Ja, ich sag, die sind aus der Hybridtechnologie mit Rasenheizung. Wir machen Pflanzenanalysen, wir machen Nährstoffanalysen. Das ist was ganz anderes. Ne? Wenn es jetzt so Richtung 30 Grad geht, dann hat der schon Stress, der Rasen. Das ist wie bei der Haut, wie man sich eincremen muss gegen Sonnenbrand. So hat ein Rasen auch Stress und die muss sich dann eben runterkühlen. Und dafür braucht die Wasser. Und ich sag mal, hier können im Prinzip 600 Liter Wasser auf einen Quadratmeter in einer Stunde durch diesen Boden gehen. Das heißt, Regen ist überhaupt kein Problem mehr. Nee, müssen wir jetzt echt einmal anmachen, weil je nachdem wie die sind, siehst du nur den ganz kleinen Ring, aber das ist eben das Positive an der ganzen Geschichte. Früher gab es die mit Kunstrasendeckel, dann hast du die ganze Zeit gesehen, dann war ein Belagsunterschied und so sind die eben komplett verschwunden. Gut, wir können den jetzt eben rausfinden, wo der ist, aber dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Der geht jetzt auch wieder runter. So, man sieht im Prinzip nur diesen Kragen hier. Ja? Was man von weitem aus sehen kann, ist, jetzt haben wir den Platz in diese Richtung gemäht. Und wenn die Mährichtung jetzt auf dem Regner auch so läuft und der Regner läuft jetzt eine Umdrehung oder läuft ein bisschen mehr, dann kann es sein, dass dieser kleine Stellpunkt dann eben die Farbe der dunklen Bahn hat. Ja? Aber das fällt ganz, ganz wenig auf. Mähen ist im Prinzip auch ein Stück weit bügeln, einmal die Schnitthöhe wegnehmen und den in die richtige Richtung legen. Dadurch entsteht das Mähmuster. Wir beobachten den Aufwuchs, wie der so ist mit den Temperaturen. Jetzt gehen die Temperaturen am Wochenende wieder hoch. Demnach passen wir die Schnitthöhe heute etwas tiefer an, ja, sodass der um 17:30 Uhr genau auf seiner Schnitthöhe basiert. Also man muss den Aufwuchs über den Tag mit einkalkulieren. Kriegst du denn mit einer Kartusche einen Platz hin? Nee, 2,5 Kanister brauchst du ungefähr. 2,5 Kanister? Ja, doch, da geht was drauf. Ne? Aber wie gesagt, siehst du den Unterschied, wie schön weiß das wird. Ne? Wir haben immer das internationale Muster, weil das andere ist ein bisschen schmäler. Da hast du 5,50 Meter, 5,38 Meter dazwischen und dann genau auf der Hälfte 4,50 Meter zwischen dem großen Kreis. Aber wenn du Mittwoch, Samstag spielst, kriegst du das Muster nicht so schnell rausgefahren. Deswegen fahren wir nur das große, fahren übrigens die meisten. Setzt einem schon ein Zeichen, dass man vieles richtig macht in der ganzen Geschichte. Unser gutes Team hat schon sehr viel bewegt hier. Es ist so, dass wir eigentlich da gar keinen großen Einfluss haben auf die Bewertung. Und zwar bewertet das immer eine Stimme von der Heimmannschaft, von der Gastmannschaft und auch die Schiedsrichter bewerten ihren Platz. Und das machen die nach jedem Bundesliga-Heimspiel. Und die Bewertungsskala geht von 1 ganz schlecht bis zu 10 exzellent.
Da weiß jeder jeden Handgriff und jeder weiß den Rasen so zu erkennen, wie halt eben hier für so eine Spieltagsvorbereitung ist. Ich mache das leidenschaftlich gerne. Also mit dem Grün zu arbeiten und ich sag mal, auch wenn man sieht, wie die Struktur wächst und wie das ja, ich sag mal, stetig Verbesserungen aufkommen, aufgrund der Technologie, aber auch, ich sag mal, der monetäre Hintergrund, den dieser Verein für das Greenkeeping auch investiert, auch in Plätze, auch in Mitarbeiter, auch in Ausbildung. Das darf man alles nicht vergessen. Oft investiert ein Verein mehr in Beine statt in Steine, ne, sagt man so. Bei uns sind es Steine, Maschinen, Mitarbeiter, Ausbildung, das Ganze, was wir so darum haben. Und das ist eben hier unter größter Wertschätzung, damit wir auch sauber und vernünftig arbeiten können. Beste ist, wenn man sich den eigenen Nachwuchs ranzieht. Ja, und da sind wir also auf bestem Wege dabei, auch wieder unser Team zu verstärken. Für die Zukunft sind wir hier 18 Festangestellte und wir haben 5 Aushilfskräfte dabei und noch eine Firma, die uns eben hilft, die ganzen Rasendivots zurückzutreten. Die Kompetenz muss an den Mitarbeiter ran. Dann fühlt sich der Mitarbeiter auch wohl und sicher in seinem Umfeld und er weiß auch, was er macht. Ja, wichtig ist halt, dass man einfach die Konturen sauber zieht. Deswegen stelle ich mich da am besten immer drauf. Und dann nicht zu viel, dann sieht es auch nicht gut aus, und nicht zu wenig. So die Dosierung ist eigentlich das Wichtigste. So durch das Wachstum, was man hat, ne, wird halt immer abgemäht und dann wächst das halt wieder nach schnell. Der Platz darf nicht zu hart sein, weil sonst kommt der Stollen nicht im Boden, hat keinen Bodenkontakt, sondern mal Richtungswechsel, ne? Sprints und so Anläufe. Der muss schon in dem Boden einen gewissen Ausgleich haben. Also die besten Richtwerte gibt der Fußballschuh. Den ziehe ich zwischendurch auch an und gehe da mal rein. Und ja, sieht dann auch komisch aus, wenn ein Greenkeeper mal Fußballschuhe hat, weil ich nie Fußball gespielt habe. Aber um ein Verständnis dafür zu haben. Und dann weiß man ganz genau, wie geht der Stollen in den Boden, welchen Grip hat man. Und dann weiß man auch, okay, das ist genau das Richtige für die Mannschaft. Ich genieße eigentlich jedes Spiel, muss ich sagen. Manchmal mit mehr Spannung oder ja, ich sag mal auch mit Zittern und auch manchmal mit Schmerz. Aber trotzdem sagt man immer, wenn am Ende der Abpfiff war ein gutes Spiel. Ich sag mal aus seiner Sicht, der Platz hat gut gehalten, keiner großartig verletzt oder keiner ist irgendwie aufgrund des Platzes liegen geblieben. Dann ist schon alles gut gelaufen. Jetzt läuft gerade der Regner. Und den lasse ich jetzt einzeln regnen, damit er viel weiter über den Rand regnet. Und gleich stelle ich den um. Und so wird das ganze Spielfeld einmal komplett nass. Ich bleibe aber jetzt dran, weil die Mannschaft erst wahrscheinlich um 20 vorauskommt, erst die Torleute und das sehr schnell abtrocknet. Gibt es ein genaues Prinzip, welchen du zuerst oder nacheinander machst? Da, wo keine Leute stehen, wo keine Interviews sind. Aber du wirst nicht allen gerecht. Also. Da kommt jetzt einmal Wasser raus, entschuldigt bitte, ja? Alex, pass auf, hier kommt jetzt Wasser irgendwo. Hier vorne. Erstmal muss man das noch genießen, was alles war. Und ich sag mal, das auch in Dankbarkeit. Und selbst wenn es diese Saison nicht geklappt hat, ja, ich sag mal, wenn man sieht, wie eng man da an München dran ist, und dann ist das auch eine tolle Leistung. Das sind wirklich nur ein paar Punkte, die da sind, die halt eben einen von der Meisterschaft weghalten. Ne? Ich muss sagen, ganz tolle Leistung. Und Jonathan Tah ist ja schon eigentlich Urgestein mit hier. Und das sind schon Personen, die ja mit dem Verein eine große Verbindung haben. Ja, und wenn die dann natürlich gehen, für die Zukunft alles Gute auf diesem Wege, aber das ist schon schwer. Ne? Das ist so, wie wenn ein Arbeitskollege irgendwie aus seiner Gruppe, der lange da ist, auf einmal auch sagt, ja gut, ich gehe jetzt woanders hin. Ne? Dann ist jetzt zwar nicht so der direkte Kontakt, aber ist halt eben ein Abschied. Ne?
nur ein bisschen trocken, ne? Deswegen noch mal in der Trinkpause ein bisschen Wasser. Aber du merkst das, wenn die ganz schnell vorankommen, dann sind nicht viele Stellen. Ja, dann ist eigentlich alles top. Gehen nur mal zur Kontrolle drüber. Das sind nur ganz kleine Stücke, die da vielleicht auf sind. Die würden doch das Spiel nicht beeinträchtigen, aber das ist einfach unser Standard. Ja, hat doch gut gehalten, ne? Ja. Oder? Wir haben noch das U19-Spiel hier. Das heißt, morgen wird der nochmal abgesaugt, dann werden die Löcher wieder zugetreten, dann mähen wir den wieder, dass er genauso aussieht wie heute vorm Spiel. Dann kommt der ganze Rasen raus, dann kommt die Kunststofffaser wieder durch, dann wird er ein bisschen mit Material verfüllt und dann wird er wieder eingesät. Und dann sind wir schon auf der Zielgeraden wieder, dass er in 10 Wochen fertig ist für die Saisoneröffnung. Der Aufwand ist immer der gleiche, ne? Ist egal, wie so ein Spiel ausgeht. Für die Ergebnisse können wir nichts, aber wir können höchstens dafür was tun, dass wir ein gutes Spiel haben. Jetzt gehe ich duschen, mich umziehen und dann fahre ich heim.